Nach langem Kampf hat König Aha sein Ziel erreicht und die beiden Königreiche Unter- und Oberägypten vereinigt. Nun hat er sich zum Pharao über ganz Ägypten ernannt. Als Zeichen seiner absoluten Souveränität und zur Festigung der ersten ägyptischen Dynastie hat Aha die Gründung einer imposanten Hauptstadt bei Men-Nefer angeordnet. Von hier aus will er seine aufstrebende Nation regieren. Da ihre Familie dem Land bereits seit vielen Generationen treue Dienste leistet, hat der Pharao sie als Architekten dieser herrlichen Stadt auserkoren. Da die Hauptstadt das Symbol des Königreichs selbst ist, sollen die Bürger hier einen nie gekannten Lebensstandard genießen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie im Laufe der Zeit Handelsbeziehungen mit anderen Städten des Reichs aufnehmen und zumindest einem Teil der Bevölkerung bessere Bildungsmöglichkeiten erreichen. Darüber hinaus müssen sie eine geweihte Mastaba für die Adligen der Stadt errichten. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Men-Nefer, die Gründung einer Hauptstadt. Mittlerweile wurden die Königreiche Unter- und Oberägypten zu einem Reich vereint. Der neue Pharao des geeinten Ägyptens heißt Aha und er hat unsere Familie auserkoren, die neue Hauptstadt für das Reich zu errichten. Die Hauptstadt soll eine Bevölkerung von mindestens 1500 Einwohner haben. Und wir haben nun Wertungen zu erreichen. So müssen wir eine Wohlstandswertung von 20, eine Kulturwertung von 15 und eine Monumentwertung von 9 erreichen. Die Königreichswertung ist hier nicht aufgeführt, aber auch hier müssen wir eine Königreichwertung von 40 erreichen. Zu den Wertungen werde ich in der Kampagne noch kurz etwas sagen. Als Sonderziel sollen wir ein geräumiges Wohnhaus in der Stadt entwickeln lassen. Wie wir erfahren haben, werden wir wohl in dieser Kampagne erstmalig Bildungseinrichtungen bauen können. Und mit dem Zugang von Bildung können wir auch Handelsbeziehungen mit anderen Städten im Reich aufnehmen und und importieren. Und als Krönung soll eine geweihte Mastaba als Grabstätte der Adligen unserer Stadt errichtet werden. Ja, einiges wartet auf uns in dieser Kampagne. Starten wir und schauen uns die Karte einmal an. Wir bekommen direkt die Mitteilung, dass wir unser Erlerntes aus den vorherigen Kampagnen jetzt hier entsprechend anwenden sollen und unsere Stadt so weit entwickeln, bis man über Bildung und Handel nachdenken kann. Ja gut, dann werden wir das auch so tun. Im Pausenmodus gucken wir uns wieder die Karte in Ruhe an. Wir haben hier den Nil, haben hier die einzigen Flächen für die Landwirtschaft. Wir haben hier Schilf. Ja, und ansonsten sieht die Karte eigentlich sehr großzügig und auch fruchtbar aus. Hier auch nochmal Schilfbestände. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Kichererbsen und Gerste anbauen. An Rohmaterial haben wir wieder Ton. Und wir können Geschirr und Bier herstellen. Wir haben 3 Gottheiten, Osiris, Phat und Bast, wobei Phat unser Schutzgott ist. Ja, und der Aufseher der Politik ist auch freigeschaltet, wo wir die Forderungen sehen können, wenn welche kommen, wie viel Geld wir persönlich haben, ja, und was wir damit machen können. Entweder Geschenke schicken oder unsere Stadt finanziell unterstützen. Und hier wird auch nochmal gesagt, dass wir einen Wohnsitz benötigen, um unser persönliches Gehalt zu beziehen. Ja, und mit den Wertungen haben wir auch hier den Aufseher der Wertungen. Wir starten mit einer Königreich-Wertung von 50. Und hier kann man nochmal sehen, dass wir 40 insgesamt benötigen. Wie gesagt, zu den Wertungen werde ich nachher noch kurz was sagen. Ja, wir werden unsere Stadt hier in diesem Bereich gründen. Hier können wir Nahrungsmittel herstellen. An die Ressourcen Schilf kommen wir relativ schnell dran und wir haben überall relativ fruchtbares Gebiet, sodass wir mit dem Bau des Palastes und des Wohnsitzes auch keine Probleme haben. Gut, dann beginnen wir mit dem Bau unserer Hauptstadt Men-Nefer.
Wir haben jetzt unser Wohngebiet hier schön zentral zwischen dieser Oase und dem fruchtbaren Nilschlamm platziert. In der traditionellen Bauweise habe auch jetzt den äußeren Straßenring auch schon direkt doppelt ausgebildet und hier diese Straße, die schon in den fruchtbaren Nilschlamm führt, um dann nachher unsere Farm dort zu errichten. Ja, bauen wir die Basics auf. Einmal die Zisterne, Feuerwache, Architekturbüro und auch den Polizeiposten. Dann werden wir hier direkt schon mal eine Sperre errichten. Ja, und dann würde ich sagen, parzellieren wir jetzt erstmal auch wieder nur die Längsseite, werden beim Aufseher der Arbeitskraft die Prioritäten verteilen. Zahlen etwas mehr an Löhnen und setzen die Steuern runter auf 0. Das sollte die Migration ankurbeln. Ja, und jetzt werden wir noch die Geschwindigkeit erhöhen. Und wir warten auf die ersten neuen Bürger. Ja, der Großteil der Parzellen ist schon besiedelt und die ersten Dienstleistungsgebäude sind auch schon in Betrieb. Bauen wir unser Arbeitslager. Das kommt hier hin. Und dann errichten wir unsere Kichererbsenfarm. Ja, das Silo sollten wir auch direkt errichten. Ja, und zum Schutz des Silos und auch des Arbeitslagers bauen wir noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, ich befürchte, dass wir nicht so viel ernten werden. Ja, wie gesagt, viel ist es nicht. 408 Einheiten Kichererbsen. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier die Verbindung bauen in den Basar, die Sperre, sodass die paar Lebensmittel auch verteilt werden können. Sobald das Wasser von unseren Feldern wieder sich zurückgezogen hat, werden wir mal noch weitere Felder bauen. Dafür bauen wir jetzt schon mal das Arbeitslager. Ja, und ich denke, wir sollten unserem Schutzgott Paar einen Tempel errichten. Und Schreine für die übrigen Gottheiten. Und natürlich für Part. Ja, das Wasser zieht sich wieder zurück. Werden wir jetzt mal wieder Kichererbsenfarmen bauen und 2 Gerstenfarmen. Ja, und wir kriegen nächstes Jahr eine gute Überschwemmung. Sehr gut. Ja, die Felder sind jetzt auch entsprechend alle angelegt. Dann errichten wir jetzt mal hier Warenlager. Dieses hier wird unsere Kichererbsen annehmen. Und dieses hier wird die Gerste annehmen. So, für die Produktionen werde ich jetzt hier nochmal ein paar Parzellen ausweisen. Und dann bauen wir weitere Warenlager. Nämlich, das ein bisschen umändern, dieses hier wird Gerste annehmen. Und dann können diese beiden hier nämlich Bier annehmen und Geschirr. Den Basar stelle ich auch mal ein, dass er jetzt erstmal noch Kichererbsen einkauft.
Ja, errichten wir doch jetzt mal hier unseren Festplatz, weil ich möchte gleich schon die ersten Feste feiern, um unsere Gottheiten einen Segen zu entlocken. Sehr gut. So, dann können wir hier beidseitig nochmal eine Straße errichten. So. Und dann werden wir hier meinen persönlichen Wohnsitz errichten und hier den Stadtpalast. Ja, und mit dem Stadtpalast können wir jetzt auch das Steuereintreiberbüro errichten. Das kann hier hin. Und den Steuersatz stellen wir auf 9%. So, und hier muss natürlich auch Feuerwache und Architekturbüro hin. Ja, und so wie es ausschaut, kriegen wir eine gute Ernte. Wir warten jetzt mal wirklich, bis genügend Nahrungsmittel im Silo sind, damit sich unsere Gebäude weiterentwickeln und neue Bürger in unsere Stadt einwandern. Eine reiche Ernte wird gerade eingefahren. Ich denke mir mal, dass wir jetzt alle unsere Bürger mit Nahrungsmitteln versorgen können. Ja, und wir können auch das erste Bier bald brauen. Das Silo muss ich natürlich noch einstellen. So, jetzt funktioniert's. Wir werden ein Fest abhalten, und zwar für Bast. Wenn wir von Bast den kleinen Segen bekommen, wird sie ein Fest für die anderen Gottheiten abhalten. Okay, ein üppiges Fest. Sehr gut. Ja, mit der Entwicklung unserer Wohngebäude müssten jetzt eigentlich jede Menge neue Siedler kommen. Und wir werden als erstes die Produktion für Geschirr und Bier bauen. Ja, und dann müssen aber auch Tempel für die anderen Gottheiten errichtet werden. Und die Gesundheitsversorgung unserer Stadt muss aufgebaut werden. Also relativ viel, was wir jetzt noch machen müssen. Ja, und wir haben unser erstes üppiges Fest. Ja, ich errichte jetzt trotzdem mal die Tempel für Osiris. Für Part auch nochmal einen und natürlich für Bast. Ja, das weiß ich, aber ich hoffe, dass wir jetzt neue Bürger bekommen. Ja, und wieder eine gute Überschwemmung. Wir haben jetzt ja auch nochmal ein paar Parzellen ausgewiesen. Wir brauchen doch für unsere Produktion jede Menge Mitarbeiter. Ja, und 500 Menschen leben schon in Mennefer. Gut, dann beginnen wir mit der Geschirrproduktion. So, unsere Töpferei-Produktion haben wir aufgebaut. Ich befürchte mal, dass uns jetzt weiter Mitarbeiter fehlen. Wir weisen hier den Rest auch nochmal aus. Ja, dann errichten wir jetzt hier unsere 4 Brauereien. Und dann kann die Produktion hier entsprechend loslegen. Ich finde, unsere Stadt sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Wir errichten jetzt die Gesundheitsversorgung, indem wir die Arztpraxis errichten. Ja, leider haben wir jetzt kein Geld mehr, aber ich hoffe mal auf einen kleinen Geldsegen. Nochmal 6.000 Deben. Wow, wunderbar. Dann können wir auch hier jetzt die Apotheke errichten. Ja, nun wird es aber auch Zeit für unsere Unterhaltungseinrichtungen. Wir errichten jetzt hier den Musikpavillon. Natürlich die Sperre nicht vergessen. Und eine Jonglierschule. Ja, und in unserem Produktionsviertel wird kräftig gearbeitet. Wir haben schon das erste Bier und Geschirr im Warenlager.
Ja, dann errichten wir hier auch noch eine Jonglierschule. Und dann können wir auch die Konservatorien bauen, auf beiden Seiten. Gut, wir können jetzt hier im Basar das Geschirr freigeben. Ja, wieder eine perfekte Überschwemmung, das ist super. Ja, und wir haben jetzt hier schon die Entwicklung zum geräumigen Haus. Und ich errichte jetzt hier schon das Gericht. Das kann jetzt hier hin. Und dann baue ich das hier ein bisschen um, was die Schreine betrifft. Die können jetzt hier nochmal hin. Also ich habe es ein bisschen umgebaut, weil ich möchte hier noch einen zweiten Basar errichten. Ja, wir haben relativ viel Arbeitslose. Bauen wir nochmal Arbeitslager. Das ist eigentlich immer gut, um die Arbeitslosigkeit runterzukriegen. Ihre Bürger sind in Sorge, dass dieser oder jener Gott grollen könnte. Manche hatten gar Visionen von schrecklichen Katastrophen, die bevorstehen würden. Besänftigen Sie mit Tempel oder Festen zu Ehren der Götter deren Groll, wenn sie vermeiden wollen, dass sich ihr Zorn in einem Strafgericht über ihre Stadt entlädt. Na gut, das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ja. Und wir haben die Weiterentwicklung zu dem geräumigen Wohnhaus. Das hängt damit zusammen, dass ich diesen Basar nicht eingestellt habe, wie man sieht. Na gut, das können wir jetzt mit dem hier natürlich entsprechend auch jetzt noch einstellen, dass er Bier kauft. Unsere Götter sind aber sehr zufrieden mit uns, von daher mache ich mir jetzt da keine Sorgen. Ja, und mit dem Erreichen des geräumigen Wohnhauses ist jetzt hier die Schreibschule freigeschaltet worden. Und da wir für die Schreibschule Papyrus brauchen, ist jetzt hier bei Rohmaterial die Schilfsammelstelle. Ja, mittlerweile haben wir 1000 Einwohner in unserer Stadt. Und die Papyruswerkstatt freigeschaltet. Sehr gut, aber ich will jetzt erstmal nochmal Tempel errichten. So, sehr gut, damit sich hier die auch entsprechend weiterentwickeln können. Beginnen wir mit der Papyrusherstellung. Dafür bauen wir 2 Schilfsammelstellen, die können hier hin. Da ist es ziemlich nah hier zu den Schilfflächen. Und dann bauen wir direkt 4 Papyruswerkstätten. Ja, und wir sehen, wie hier unsere Schilfsammler schon fleißig das Schilf abernten. Aber natürlich brauchen wir auch noch ein Warenlager für Papyrus. Das kommt hier hin und hier kommt ein Warenlager hin, was das Schilf aufnimmt. Weil wir werden wohl eine leichte Überproduktion bekommen und dieses Warenlager nimmt Papyrus auf. Ja, das ist klar, aber das sollte sich gleich verändern. So, ein paar Verschönerungen brauchen wir mal hier, damit sich diese Gebäude weiterentwickeln. Ja, in unseren Papyruswerkstätten wird schon kräftig Papyrus hergestellt. Wir warten jetzt, bis das erste Papyrus im Warenlager vorhanden ist und werden dann die Schreibschule errichten. So, das erste Papyrus ist im Warenlager. Jetzt können wir die Schreibschule errichten. Die passt wunderbar hier rein. Ja, jetzt müssen wir warten, bis sie in Betrieb ist und das erste Papyrus in der Schreibschule entsprechend vorhanden ist. Und wieder eine gute Überschwemmung für das nächste Jahr. Wo jetzt die Schreibschule aktiv ist und unsere Bürger Zugang zu Bildung haben, können wir nun
Handel betreiben mit anderen Städten im Reich. Und wir können halt überflüssiges Papyrus verkaufen, denn wir müssen Ziegel importieren, um die Masterbar zu errichten. Und dann klicken wir mal hier auf die Weltkarte. Da wird nochmal die Weltkarte erklärt, dass wir dort halt die Handelspartner sehen können. Alles über Handel findet ihr natürlich auch in meinem Tutorium Produktion und Handel für Pharao. Ja, und wir haben, so wie es aussieht, 2 Handelspartner. Nechen verkauft uns Ton, Geschirr und Bier und kauft Papyrus. Sehr gut, das ist also unser Handelspartner für den Export von Papyrus. Und hier oben haben wir Pervadut. Pervadut verkauft uns Feigen, Ton, Ziegel, Geschirr und Schilf. Kaufen tut dieser Handelspartner nichts bei uns. Wir werden jetzt erstmal die Handelsroute mit Nechen eröffnen, um Papyrus zu verkaufen. Und wir lassen 100 Einheiten für die Schreibschule im Lager. Der Rest kann entsprechend verkauft werden. Ja, sehr gut. So verkaufen wir jetzt unser erstes Exportgut. Und wir sehen, wie jetzt hier sich Schilf allmählich im Warenlager ansammelt. Das heißt, wir könnten noch ein paar Papyrus-Werkstätten errichten. Das machen wir doch mal hier. Ja, ich werde jetzt hier auch noch mal ein Musikpavillon errichten. Und die restlichen Flächen hier parzellieren. Ja, wir müssen auch ein bisschen jetzt sparen. Wir haben noch 163 Deben. Da sind wohl gerade jetzt Steuern reingekommen, 186 Deben. Bevor wir mit dem Import von Ziegeln beginnen können, müssten wir erstmal ein bisschen mehr Papyrus verkaufen. Ja, bauen wir unsere Papyrusproduktion weiter aus. Ich baue hier noch eine Schilfsammelstelle und eine Papyruswerkstatt auf. Ja, und mit der Schreibschule haben wir jetzt die Entwicklung zur gewöhnlichen Residenz. Und hier sollten wir die Attraktivität noch etwas erhöhen, aber wir müssen jetzt erstmal Gewinne erzielen. Da kommt unser Handelspartner, ich bin Händler mit Leib und Seele, aus Nechen und kauft jetzt Papyrus. Ja, sehr gut. Damit können wir gute Gewinne erzielen. So, ich habe das hier noch ein bisschen weiter ausgebaut. Hier kann jetzt noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro hin. Ja, mit Papyrus kann man ganz gute Gewinne erzielen. Jetzt werde ich hier noch mal ein paar Verschönerungen durchführen. Und zwar mit Plätzen. Ja, und dann errichten wir das Warenlager für die Ziegel. Ja, und mittlerweile haben wir schon über 1500 Einwohner in unserer Hauptstadt. Das heißt, unser Bevölkerungsziel haben wir schon erreicht. Ja, unsere Stadtkasse hat sich jetzt durch den Export von Papyrus gut erholt. Jetzt werden wir die Handelsroute nach Pervadut eröffnen und Ziegel importieren. Vorsicht! Hier ist immer eine große Menge eingestellt für den Import. Das müsst ihr natürlich etwas korrigieren. Ich würde jetzt mal 1000 Einheiten Ziegel importieren. Ja, ich bin Händler mit Leib und Seele. Haben wir den Händler von Pervadut und der wird uns jetzt entsprechend die Ziegel verkaufen.
Ja, und mit den ersten Ziegeln im Warenlager können wir nun die Monumente errichten. Hier wird nochmal alles erklärt, wie wir Monumente errichten, dass wir eine Baugilde brauchen, dass wir Arbeiter aus dem Arbeitslager benötigen. All das findet ihr auch in meinem Tutorial Monumente für Pharao. Hier unter den religiösen Einrichtungen können wir jetzt sehen, was wir errichten können. Und zwar eine kleine Masterbar. Und hier bei den gewerblichen Gebäuden haben wir die Baugilde. Die Masterbar wird aus Ziegeln errichtet. Das heißt, wir werden nur eine Maurergilde haben. Ich errichte jetzt mal hier 2 Maurergilden. Das mache ich aber nur, weil wir so viel Arbeitslose haben. Normalerweise würde eine reichen. So, natürlich müssen wir auch unsere Masterbar jetzt platzieren, beziehungsweise den Bauplatz. Und unsere Masterbar kommt direkt hier an unserem Festplatz hin. Sehr schön. Wie gesagt, das Baufeld ist jetzt hier durch diese 4 Punkte gekennzeichnet und hier dieser Punkt ist der Eingang der Baustelle. So, und jetzt werden erstmal die Arbeiter aus dem Arbeitslager den Baugrund entsprechend vorbereiten. So, dafür bauen wir jetzt aber auch nochmal ein Arbeitslager hier hin. Wir müssen jetzt unsere Bilanz gut im Auge behalten, damit wir keine negative Bilanz haben. Also der Import von Ziegeln muss immer gut angepasst sein an den Gewinnen, die wir aus dem Papyrus-Export haben, weil eine negative Bilanz die Wohlstandswertung beeinträchtigt. Ja, und hier sehen wir schon, wie unsere Mitarbeiter aus den Arbeitslagern den Baugrund vorbereiten. Ja, und wir sehen schon, wie der Baugrund hier freigelegt wird. So, und nun können unsere Maurer aus der Maurergilde sich platzieren und die ersten Ziegel können eingebaut werden. Wenn wir mit dem Rechtsklick hier auf unser Monument gehen, dann können wir sehen, wie viel Ziegel wir brauchen. Also für die erste Reihe brauchen wir 2000 Ziegel, das sind 5 Ladungen. Und für den Rest des Bauvorhabens brauchen wir noch 27 Ladungen von Ziegeln, also insgesamt 10.800. Das ist jede Menge. Und da müssen wir noch einiges entsprechend importieren. Ja, und wir sehen, wie die Mitarbeiter aus dem Arbeitslager die erste Fuhre Ziegel zum Monument bringen. Ja, und neuer Nachschub wird schon gerade wieder ins Lager importiert. Die erste Steinlage unserer Masterbar ist errichtet. Hier haben wir den Eingang zu unserer Masterbar. Ja, und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt zum Jahresende immer den Import stoppen, indem ich einfach hier im Lagerhaus die Ziegel rausnehme, also nicht mehr annehmen lasse. So, und da kein anderes Warenlager Ziegel annehmen kann, kann ich den Import stehen lassen. Warum tue ich das? Wir können mehr Ziegel importieren, als wir Papyrus verkaufen. Das heißt, unsere Bilanz wird irgendwann mal ins Minus geraten. Und von daher warte ich immer am Ende des Jahres. Und im neuen Jahr, wenn wir den ersten Papyrus wieder verkauft haben, werde ich dann hier das wieder freischalten. Hier nochmal ein Blick auf unsere Finanzen. Wie gesagt, wir müssen hier die Importkosten und auch die Exporte entsprechend im Auge behalten. Ja, es bleibt uns jetzt erstmal nicht viel weiter übrig, als zu warten, bis unsere Masterbar soweit fertiggestellt ist. Wir werden also weiterhin den Im- und Export im Auge behalten und sehen, dass alles in unserer Stadt ordnungsgemäß läuft. Ja, und wir haben wieder eine perfekte Überschwemmung. Mit dem Bau von Monumenten ist auch jetzt der Aufseher der Monumente freigeschaltet, wo wir sehen können, ob wir Grabbeigaben auszuliefern haben und wie viel Prozent
des Monuments schon fertiggestellt ist. Ja, unsere Masterbar ist jetzt zu 29% fertiggestellt. In der Zwischenzeit, bis unsere Masterbar fertiggestellt ist, schauen wir uns noch mal kurz die Wertungen an. Die Wertungen sind mit Ausnahme der Monumentwertung gleich wie bei Caesar 3. Die Königreichwertung entspricht hier der Gunstwertung bei Caesar 3 und wir beginnen meistens mit einer Königreichswertung von 50. Wir verlieren aber per se pro Jahr einen Punkt. Dieser jährliche Schwund kann sich aber vergrößern, nämlich, wir sehen hier beim Aufseher der Politik unseren Rang Dorfadliger und was wir an Geld pro Monat bekommen. Beziehen wir ein Gehalt, was unserem Stand entspricht, verlieren wir, wie ich schon erwähnte, einen Punkt pro Jahr. Wenn ich hier draufklicke, kann ich das Gehaltslevel einstellen. Wähle ich mir ein Gehalt, was über meinem Rang ist, also wie zum Beispiel jetzt hier königlicher Gelehrte, missfällt das dem Pharao und dem ägyptischen Volk und wir verlieren mehr Punkte pro Jahr an Königreichswertung. Von daher solltet ihr das Gehaltslevel eigentlich immer so eingestellt lassen, wie euer Rang ist. Wie können wir diesen Schwund entgegentreten? Indem wir die Forderungen, die der Pharao oder eine ägyptische Stadt an uns stellt, erfüllt. Und zwar in dem zeitlichen Rahmen, die uns vorgegeben werden. Schaffen wir das, wächst unsere Königreichswertung. Schaffen wir das nicht, sinkt sie. Allerdings kriegen wir nochmal eine zweite Chance und einen zweiten zeitlichen Rahmen. Schaffen wir das in diesem Zeitrahmen, wächst unsere Königreichswertung wieder. Schaffen wir es auch nicht im zweiten Anlauf, fällt die Königreichswertung weiter. Sie fällt auch, wenn unsere Stadt Schulden hat. Und solange wir Schulden haben, fällt die Königreichswertung kontinuierlich. Haben wir eine Königreichswertung von 10 erreicht, sind wir im Augen des Pharaos nicht mehr fähig, die Stadt zu führen. Er schickt eine große ägyptische Armee, um uns abzusetzen. Das Spiel oder die Kampagne ist dann beendet. In der Zeit, bis diese Armee eintrifft, haben wir die Möglichkeit, die Königreichswertung wieder auf 40 zu erhöhen. Dann ist die Gefahr der Absetzung gebannt. Wie schaffen wir das, außer die Forderungen zu erfüllen? Wieder hier beim Aufseher der Politik haben wir die Möglichkeit, dem Pharao und dem ägyptischen Volk Geschenke zu schicken. Wie bei Caesar 3 gibt es 3 verschiedene Geschenke, das Bescheidene, das Großzügige und das Üppige. Warum wir jetzt hier kein üppiges Geschenk aufgeführt haben, hängt damit zusammen, dass die Geschenke von unserem persönlichen Sparguthaben bezahlt werden. Und wenn wir nicht sehr viel an Sparguthaben besitzen, können wir uns auch nur die Geschenke leisten, die unser Sparguthaben hergibt. Je größer und üppiger die Geschenke, desto höher steigt unsere Königreichswertung. Allerdings haben natürlich die unterschiedlichen Geschenktypen unterschiedliche Preise und diese steigen auch, je öfters wir ein Geschenk verschicken. Die Monumentewertung ist eigentlich relativ einfach. Je weiter der Baufortschritt unserer Monumente ist und auch die Auslieferung der Grabbeigaben, desto höher steigt diese Wertung. Und wenn wir alle Monumente errichtet und alle Grabbeigaben ausgeliefert haben, haben wir diese Wertung auch erreicht. Die Wohlstandswertung zeigt uns an, wie wohlhabend unsere Stadt ist. Und sie wird maßgeblich durch 2 Faktoren geprägt. Einmal im Ausbau unserer Wohngebiete. Je weiter unsere Wohngebäude entwickelt sind, desto höher steigt diese Wertung. Und sie steigt auch bei einer positiven Stadtbilanz. Je mehr Geld wir erwirtschaften, desto mehr steigt auch unsere Wohlstandswertung. Im Gegenzug haben wir Schulden oder eine negative Stadtbilanz, das heißt, wir verlieren Geld, sinkt die Wohlstandswertung. Sie sinkt auch, wenn wir eine zu hohe Arbeitslosenquote haben. Seht zu, dass die Arbeitslosenquote unter 10% bleibt. Die Kulturwertung zeigt das Verhältnis zwischen allen kulturellen Einrichtungen, dazu gehören Gesundheitseinrichtungen, Bildung, Unterhaltung und Religion, zur Bevölkerung. In diesem Fenster können wir sehen, was wir bauen sollten,
damit die Wertung steigt. Wir können aber auch die Versorgung der bestehenden Einrichtungen verbessern. Wie zum Beispiel beim Aufseher der Gesundheit. Hier können wir sehen, wie viele Einrichtungen gebaut sind und wie viele Bürger diese Einrichtungen nutzen können. Ja, und wir sehen, wie diese Versorgung ist. Und perfekt heißt, besser geht's nicht. Das gleiche gilt beim Aufseher des Wissens und natürlich auch beim Aufseher der Unterhaltung. Hier sehen wir, dass wir zum Beispiel mehr Jongleurbühnen bauen sollten, damit die Versorgung besser ist als durchschnittlich. Ja, wie gesagt, bei der Kulturwertung immer mal bei diesen 4 Aufsehern nachschauen, wie die Versorgung ist und gegebenenfalls diese verbessern. Ja, das erste Mal fordert eine Stadt Ware von uns, und zwar Pervadjut, benötigt 900 Einheiten Bier und wir haben 12 Monate Zeit, diese zu erfüllen. Wenn wir jetzt zum Aufseher der Politik gehen, können wir die Forderungen entsprechend hier nochmal sehen und wir können sehen, wie viel wir im Warenlager haben. Ja, und wir stellen fest, wir haben mehr als genug. Das heißt, wir können diese Forderung sofort losschicken. Einmal hier draufklicken und dann die Forderung des Pharaos losschicken. Wie gesagt, unsere Königreich-Wertung ist jetzt auf 47. Schauen wir mal, wie weit sie steigt, wenn wir jetzt diese Forderung fristgerecht erfüllt haben. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir das Bier fristgerecht geschickt haben. Und wir haben ein Geschenk vom Nachbarn bekommen. Das ist bei Pharao auch neu, dass wenn wir die Forderungen fristgerecht erfüllen, wir Geschenke bekommen. Und wir bekommen 2000 Einheiten Ziegel. Allerdings ist das Warenlager im Moment für Ziegel gesperrt. Aber wir haben nochmal die Möglichkeit, im nächsten Monat das Geschenk zu bekommen. Wir sollten recht schnell Platz in unserer Stadt für das Geschenk schaffen. Denn wir bekommen das Geschenk 1-2 Mal nochmal angeboten. Aber bis dahin immer noch kein Platz geschaffen, ist das Geschenk verwirkt. Und Bast segnet uns, indem alle Häuser und Basare mit einem Überfluss von Nahrungsmitteln und Waren versorgt werden. Ja, machen wir schnell das Warenlager für Ziegel frei. Es ist ja auch jetzt ein neues Jahr, das heißt, wir können jetzt wieder mit unseren Ex- und Importen beginnen. Ja, wir können sehen, dass unsere Königreichswertung auf 52 gestiegen ist. Wir können also jetzt das Geschenk annehmen oder auch ablehnen. Wir nehmen es aber natürlich an. Ja, und wir haben jetzt 2000 Einheiten Ziegel in unserem Lager. Damit können wir unsere Masterbar doch jetzt erstmal super weiterbauen. Der Bau unserer Masterbar schreitet voran. Wir brauchen jetzt für die letzte Reihe nochmal eine Ladung Ziegel und dann für den Rest 2000 Ziegel. Ich denke mir mal, dass wir das nächste Jahr noch benötigen und dann haben wir unsere Masterbar auch fertiggestellt. Wir benötigen jetzt nur noch 1600 Einheiten Ziegel. Ich werde jetzt hier den Import noch auf 1600 Einheiten einstellen, damit wir genau so viel Ziegel noch einkaufen, wie wir benötigen. So, wir können jetzt den Import von Ziegel einstellen, weil wir haben jetzt genug im Lagerhaus. Ja, und die letzten Ladungen Steine werden zu unserer Masterbar befördert und unsere Maurer vollenden unser erstes Monument. Ja, die Masterbar ist fertig und damit haben wir jetzt auch die Monumentwertung erreicht. Und wir beenden diese Kampagne. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine Hauptstadt errichtet, die den Lebenden wie den Toten zur Ehre gereicht. Durch die Entwicklung der Handelsbeziehungen mit anderen Städten haben Sie Ihrer Stadt eine Hauptrolle auf der Weltbühne gesichert. Ja, das war doch ein kleines Stückchen Arbeit, unsere Hauptstadt zu errichten und die Masterbar zu bauen.
Die nächste Kampagne in der frühdynastischen Zeit ist Timna. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.